muss abmachen. Ramadan, Tag 8. Wir starten wieder mit dem Iftar-Essen, mit dem Abendessen zum Fastenbrechen. Ich fange schnell an mit einem schnellen Kuchen aus dem Thermomix. Das geht, denke ich, ganz schnell und den habe ich noch nicht ausprobiert und ich probiere gerne Rezepte aus dem Thermomix aus. So eine Thermomix-Werbung hier, ne? So, aber nee, falls ihr euch fragt, wie lange habe ich den jetzt? Wie lange haben wir den denn jetzt schon? Also ist auf jeden Fall täglich im Gebrauch, das Ding. Also obwohl es so teuer ist, hat sich trotzdem, kann ich sagen, gelohnt. Und zwar ist das ein Möhren-Pistazienkuchen, also eine Art Carrot Cake, aber mit Pistazien statt Walnuss. Einfach nur Buttermehl, Möhren, brauner Zucker. Ich nehme jetzt den Rohrzucker. Eier, Milch, Salz, Backpulver, Pistazien gehackt. Und hier ist normalerweise eine Puderzuckerglasur. Ich werde aber, weil ich habe noch eine Pistaziencreme da, einfach eine Pistaziencreme oben drauf machen. Das einfach schnell in den Ofen, also das ist schnell gemacht, keine Arbeit. Der Thermomix rührt mir hier alles gleich zusammen. Dann mache ich eine Hühnerbrühe heute, beziehungsweise eine Hühnersuppe, so ein bisschen mit Gemüse, also so klassisch. Ich habe schon Hähnchen da gekocht. Mit Sellerie, mit Karotten, ein bisschen Kartoffel, Lauch, Petersilie, vielleicht noch ein paar Nudeln rein, mal gucken. Also so eine ja, klassische Hühnersuppe, würde ich sagen. Und dann gibt es heute einmal Bulgur-Pilau, also Bulgur-Reis sozusagen. Und dazu gibt es noch, ich weiß nicht genau, wie ich es mache. Ich gucke mal, mein Mann bringt heute das Fleisch mit. Und zwar, ja, auf Türkisch ist es so eine Art Saç. Also einfach so gestückeltes Fleisch, schön angebraten mit Zwiebeln und türkischer Paprika. Also einfach so eine schöne Fleischbeilage. Wir hatten ja jetzt immer so unterschiedliche Sachen. Heute mal so ein bisschen mehr Fleisch, sage ich jetzt mal. Und dann machen wir noch dazu, denke ich, passt ganz gut Cacık. Cacık ist ja eigentlich so wie mein Gurkensalat, den ich jetzt vor ein paar Tagen ja auch gemacht habe. Nur, dass es ein bisschen flüssiger ist und die Gurke in Würfel geschnitten ist und es ist so ein bisschen flüssig und das passt gerade so mit den Bulgur sehr, sehr gut zusammen und zum Fleisch. Also ich denke, das ist ganz gut. Also wir legen direkt los, damit wir auch alles schaffen, ne? Ich habe jetzt extra nochmal eine kleinere Kastenform gekauft, weil ich habe alles immer in riesig und ich verdoppel ja oft so die Rezepte und backe dann eben einen großen Kastenkuchen. Aber jetzt, wie gesagt, im Ramadan reicht das vollkommen aus, dass jeder dann heute Abend sich ein Stückchen Kuchen nimmt. Steht hier auch, dass da 12 Scheiben rauskommen. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, ihr stellt ja oft so Fragen und so. Und ja, danke auch für das ganze Lob. Und ich freue mich, dass euch die Videos gefallen und dass es euch inspiriert, auch beim Kochen und so. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, ja, was denn euer Lieblingsgericht ist. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht ist da ja noch was dabei, was ich auch gerne kochen möchte. Ich habe euch ja gesagt, ne, im Ramadan experimentiere ich jetzt nicht so. Aber ich will auf jeden Fall nach Ramadan auch mal ein bisschen, ja, neuere Gerichte ausprobieren. Auch mal ein bisschen, ja, auch mal was anderes. Ich habe nämlich auch langsam das Gefühl, ich koche immer das Gleiche. Ist ja so, ne? Man macht ja immer wieder die gleichen Gerichte, die man so kennt. Aber ich will mal so ein bisschen mal was, ja, nochmal irgendwie eine andere Richtung, andere Länder, vielleicht zum Beispiel so afrikanisch oder so, ne? So afrikanisch habe ich noch nie gekocht oder so iranisch oder was wäre noch, so palästinensisch. Habe ich auch noch nie sowas gekocht. Also so in der Richtung will ich auch mal Rezepte ausprobieren. Ja, ansonsten geht es für mich heute wieder zum Sport. Da freue ich mich drauf, das tut gut. Mache ich auch wieder, dass ich wirklich nur so ein bisschen Suppe esse, zum Sport flitze und dann mir danach nochmal einen Teller warm mache. Ist halt ein bisschen mehr Möhre drin. 200 Gramm finde ich schon ein bisschen viel. Ich mache weniger. Ich glaube 150 reicht auch. Der muss nicht so süß sein, weil die Pistaziencreme oben drauf ist dann auch süß. Machen wir 150 reicht. Also ich habe hier noch jeweils keinen Vanilleextrakt mit dabei. Ich habe noch welchen reingemacht. Also ich halte mich da auch nicht immer strikt an die Rezepte, die im Thermomix vorgegeben sind. Ich ändere die nach meinen Bedürfnissen.
Mein Mann hat mir jetzt hier Fleisch mitgebracht. Ich nehme jetzt erstmal die Fettstücke, hat der Fleischer freundlicherweise separat hier so hingepackt. Ich lasse nämlich jetzt erstmal das Fett aus. Also die kommen wieder raus, die Teile. Die essen wir nicht mit. Aber ich lasse hier jetzt das Fett aus, damit wir das Fleisch in dem eigenen Fleischfett sozusagen braten. Das ist auch übrigens Lammfleisch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Lammfleisch, ja. Ja, aber das ist jetzt heiß, Mädchen. Für die Suppe brate ich ein bisschen Tomaten-Paprikamark an. Ein bisschen Mehl. Dann gieße ich das Ganze auch schon mit der Hühnerbrühe auf. Dann kann auch schon das Gemüse dazu. Salz, Pfeffer. Die Suppe lassen wir jetzt köcheln und machen weiter mit dem Fleisch. Zu dem angebratenen Fleisch geben wir jetzt Zwiebeln, grüne Paprika, das ist türkische grüne Spitzpaprika, und eine rote Spitzpaprika dazu. Und dann darf das so weiter braten. Für den Bulgur Pilau habe ich jetzt hier Reisnudeln angebraten. Also das ist einfach Nudeln in Form von Reis. Jetzt kommt der Bulgur dazu, den habe ich gewaschen. Das ist jetzt ein bisschen hart. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Ja, definitiv. Meine alte Angewohnheit. Naja. Verwenden wir morgen für irgendwas. So, hier kommt jetzt die restliche Gemüsebrühe hinzu. Salz.
Hatte ich Gemüsebrühe gesagt? Das war Hühnerbrühe. Das nur noch kurz aufkochen. Deckel rauf. Und das war's. Das Fleisch ist auch fertig. Das war jetzt nur noch nicht gesalzen. Also kommt da jetzt noch mal Salz dazu. Und Pfeffer. Man kann auch, wenn man mag, ein bisschen Chili mit dazugeben, aber ich weiß jetzt nicht, ob meine Peperonis scharf sind, deswegen lasse ich es lieber. Das ist fertig. Kann jetzt warm gehalten werden, einfach mal. Jetzt noch das Süppchen. Da kommt jetzt noch letzter Schliff, das vorgekochte Hühnchen dazu. Und Petersilie. So, das Süppchen ist jetzt auch fertig. Für den Jajek habe ich hier Joghurt und jetzt klein gewürfelte Gurke. Dill ist schon geschnitten, der ist gerade da drunter, sieht man nicht. Knoblauch und Salz und das war es auch schon. Und dann schaut man, ob man noch ein bisschen Wasser dazu gibt, dass es ein bisschen flüssiger wird oder ob man es so lässt. Den Knoblauch geschält. Stopp. Das Süppchen ist richtig gut geworden. Das sieht aus wie das Süppchen von Imren. Wenn wir dann mal draußen essen. In Berlin essen wir gerne bei Imren oder ist das Asude? Imren. Imren? Obwohl. Asude hat auch so. Ich glaube, die haben beide die gleiche Suppe, ne? Ich glaube auch. Jetzt heißt es gerade Edzade. Nee. Die haben sie den Namen gewechselt? Imren. Echt? Nein, nicht Imren. Ach so, Asude. Edzade. Ah, hat sich der Besitzer gewechselt oder so? Ah. Auf jeden Fall mache ich ein bisschen Zitronensaft noch rein. Das passt ganz gut, so ein bisschen Zitronensäule. Zitronensäule! Ein bisschen Zitronensäule! Passt sehr gut dazu. Kann man normalerweise, wenn jetzt Besuch wäre, würde ich da jedem so eine Spalte, so eine kleine Spalte Zitrone neben die Suppe legen. Aber für uns braucht man das jetzt nicht. Dann mache ich es jetzt direkt rein. Schön, die Kartoffeln. Deine Vlogs helfen mir, Deutsch zu lernen. Auch gut. So.
broken. Naja, das ist ja bei Bulgur Pilau ein bisschen schwer. Das ist immer mein Fototeller. Der ist dann immer so besonders schön. Die anderen ist dann wurscht. Mein Thumbnail-Teller brauchen wir immer. Das fertige Gericht, Bulgur Pilau mit... ist das Sach, Hikmet? Nennt man das Sach jetzt? Oder was ist das? Ja, Sach. Extra dafür gemacht. Ja, also Sach ist das Gericht. Genau. Allahu Akbar. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Guck mal, meine Idee. Güzel yaptın. So. Medium hat mir schon meinen Kaffee gemacht. Dankeschön dafür. Mein Proteinpulver, Kaffee, ab zum Sport. Ich habe nur Suppe getrunken, damit ich nicht zu voll bin. Medium macht mit den Mädels den Kuchen fertig. Kann sie euch dann zeigen. Ich teste dann, wenn ich wieder da bin. Ihr räumt hier auf, ja, bitte. Seid so nett. Macht hier alles sauber. Ich gehe zum Sport. Bis später. Avukat Gökhan Taşkapan yeni bir mesaj yazdı. Ben de kendisine dedim ki mesajınızı okuyacağım ama yayına bağlanın. Yani bu meseleyi burada anlatın dedim. Şimdi bir şeyler oluyor Fatih Bey. Bir şeyler oluyor. Yani bu Türkiye'nin hayrına şeylerin olabileceğini ortaya koyuyor. Türkiye ilişkilerini normalleştiren bir şey mi var? Yani eşgüdümlü, eş zamanlı devam eden süreçlerin galiba farkında değiliz değil mi? Milletler Genel Sekreteri Guterres sıkça söylüyor. Ukrayna içinde Türkiye'nin hem arabuluculuğu hem de aslında bu savaşın artık nihayete erdirilmesiyle ilgili bir çalışması var. Çünkü hakkı hukuku önemseyen, değerleri önceleyen ve herkesin sözüne sadık kalmasını da bir pasaj gördüm. Yani önce işin savaş kısmında, mücadele kısmındaydı. Şimdi diplomasi kısmındayım diyor. Tam 25 tane yumurta kaynatıyorum. Bazıları 3'er tane yiyor, bazıları 4'er tane yiyor. Fındık, fıstık, yoğurt, kendi yaptığı yoğurdundan, ondan sonra bekmez. Ich bin wieder zurück vom Sport. Ich trage übrigens, falls ihr euch immer wundert, ne, wenn ich zum Sport gehe, dass ich ein Cappy trage. Es ist ja so ein Sportkopftuch, was ich habe, auch aus so einem ja, Sportstoff, ne, wie so das Oberteil. Und ich finde, das sieht immer aus wie so eine Badekappe. Deswegen finde ich es immer besser, wenn ich dann nochmal so ein Cappy drüber ziehe. Auf jeden Fall, oh, Training war so gut. Ich liebe Sport. Ich liebe mittlerweile Sport. Ich liebe es, zum Sport zu gehen. Das tut so, so gut. Ich trainiere immer 2 Stunden. 1 Stunde Krafttraining, 1 Stunde Ausdauer. Oh, ich fühle mich immer so, so gut. Und dann immer nach dem Sport. Deswegen gehe ich eigentlich gerne morgens zum Sport. Wobei abends ist auch ganz gut, weil dann schläft man auch gut. Aber morgens gehe ich sehr gerne, weil danach bin ich immer so... Da habe ich immer noch mehr Power und ich will gleich so weitermachen, putzen und so. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir da mit Tee gemacht. Jetzt einen Tee gemacht, denn ich will unbedingt den Kuchen probieren. Medium hat den ja richtig schön dekoriert. Der sieht richtig toll aus. Habt ihr bestimmt gesehen. Oh, der riecht gut. Oh, der gefällt mir richtig gut. Mit der Pistaziencremes. Oh, der ist lecker. Auf jeden Fall danke auch nochmal wirklich an all eure lieben Kommentare. Ich versuche immer hin und wieder was zu lesen. Ich freue mich wirklich. Das motiviert mich auch total, so diesen Monat durchzuziehen. Jetzt finde ich auch, ich bin wieder jetzt richtig fit. Ich denke, so die ersten Tage hat so ein bisschen das Fasten mich so ein bisschen, glaube ich, auch schlapp gemacht. Aber jetzt bin ich, ja... fit und ich finde, so wie ich das jetzt mache, klappt das auch sehr, sehr gut, dass ich nach dem ja, nächtlichen, morgigen Frühstück ja, einfach da noch ein bisschen wach bleibe und das Video schneide und so, das klappt ganz gut und dann gehe ich gegen 7, 8 Uhr nochmal ins Bett und schlafe dann so bis 11 Uhr. Ich habe gemerkt, so dieser Rhythmus ist für mich aktuell am besten. Vielen Dank auf jeden Fall, wirklich, es freut mich immer sehr, eure netten, lieben Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!